Also, einen wunderschönen Willkommen zum Teil 2. Warum will man aus Deutschland auswandern? Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, hier oben ist es verlinkt, auf dem kleinen i. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt gleich. Wollen wir nicht lang drum rumquatschen. Warum will man denn aus Deutschland auswandern? Ich habe euch im letzten Video ein paar Gründe erklärt. Und jetzt kommt für mich noch einer der allerwichtigsten Punkte, was das Auswandern aus Deutschland angeht. Wir haben in Deutschland, wie gesagt, eine momentan schwierige Lage. Jeder kann das sehen, wie er will. Aber ich bin der Meinung, das ist auch, wie gesagt, einer der wichtigsten Gründe für mich, warum ich aus Deutschland auswandern will. Ich bin ein Mensch, ich muss kein Millionär sein, um glücklich zu sein, ja. Aber mir geht es darum, dass ich ein Land finden will, oder in dem Fall gefunden habe, und zwar Paraguay, in dem ich sagen kann, ey, ich kann ruhiger leben, ich kann entspannter leben, ich kann stressfreier leben und eines der wichtigsten Punkte, wenn ich blöd gesagt sage, ey, weißt du was, ich habe jetzt, keine Ahnung, vergessen meine Rechnung zu zahlen. In Deutschland müsste ich mir jetzt extrem Sorgen drüber machen. In Paraguay ist es so, dann ist es halt so. Dann bezahle ich es halt nächsten Monat. Da wird dich wirklich keiner jetzt den Kopf kürzer machen, weil du vergessen hast, deine Stromrechnung oder sonst was zu bezahlen. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, euch zu erklären, was überhaupt meine Ziele in Paraguay sind. Also, ich und meine Familie, quasi meine Eltern und so weiter, haben vor, in Paraguay uns was Kleines aufzubauen. Einfach, dass man da, wie gesagt, in Ruhe leben kann und sonstiges. Ich in meinem Fall habe eine Online-Firma. Ich verlinke die euch unten, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sie heißt lunavex.co. Also hier mal ein bisschen Werbung im Eigenbedarf. Und unser Ziel, wie gesagt, in Paraguay ist es nicht irgendwie Millionen zu verdienen und irgendwie keine Ahnung was. Unser Ziel ist wirklich einfach nur genügend Geld zu verdienen, dass man sich keine Sorgen im Leben mehr machen muss, dass man halt einfach entspannt leben kann. Grundsätzlich sieht es so aus, dass wir momentan halt noch in Deutschland sind, bis unser Haus hier in Deutschland verkauft ist. Das heißt, wenn jemand vielleicht Interesse hätte an einem Haus oder so, der kann mir gerne mal schreiben. Das liegt in der schönen Oberpfalz in Bayern. Und ja, es geht halt wirklich einfach nur darum, dass man entspannt leben kann. In Paraguay haben wir am Anfang recht schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, wir haben, blöd gesagt, den falschen Leuten vertraut, was sich dann als falsch herausgestellt hat. Das ist halt wirklich so eine Erfahrung, die ich jetzt mit euch teile, einfach aus dem Grund, dass ihr Bescheid wisst, dass man in jedem Land und auch in Paraguay wie auch in Deutschland aufpassen muss, wen man vertraut, weil es heutzutage leider viel zu viele Menschen gibt, die einem am besten nur das Geld aus der Hosentasche ziehen würden und dann abhauen würden. Deswegen, und bevor jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ja, das ist, weil es ein wildes Land ist oder sonst was, nein, passiert in Deutschland auch. Bestes Beispiel, vor kurzem habe ich einen Anruf bekommen von irgendeiner Seite, wo man Gutscheine gewinnen kann oder sonst was. Und die haben mir gesagt, ich habe einen telefonischen Vertrag mit denen unterschrieben über meine deutsche Nummer. Zu dem Zeitpunkt tatsächlich, weil ich habe ihn gefragt, wann das war, tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade in Paraguay war und meine paraguayische Nummer hatte. Das heißt, ich konnte diesen Vertrag gar nicht unterschreiben oder mündlich zustimmen. Und das ist halt das Lustige. Abzocker und Betrüger gibt es in jedem Land. Da müssen wir nicht grob um den heißen Brei drum reden. Das gibt es einfach in jedem Land. In Deutschland, in Paraguay, in Polen, in Frankreich, in Russland, in China, in Japan oder sonst wo. Wo auch immer jemand auswandert oder lebt oder sonstiges. Deswegen, das ist so ein Punkt.
Also, bevor jetzt jemand reinschreibt, ja, weil es ein wildes Land ist oder so. Ja, jetzt bin ich kurz ein bisschen ausgeschweift vom Thema. Auf jeden Fall ist es wichtig, noch zu wissen, dass wir ähm, zwar am liebsten jetzt schon in Paraguay wären, aber grundsätzlich dazu ähm, keinen festen Termin haben. Ja, je früher, desto besser, wie man so schön sagt. Aber wir beeilen uns da jetzt nicht so. Ich sag's mal so leicht formuliert, ausgedrückt. Dann kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Warum will man Deutschland verlassen? Für viele ist auch einer der wichtigsten Gründe oder zumindest ein wichtiger Grund das Wetter in Deutschland. Wir haben mittlerweile ja den 19.05.2024 und ich glaube, wenn es gut hinkommt, hatten wir vielleicht zwei, zumindest bei uns hier in Oberpfalz, hatten wir wenigstens so ungefähr Pi mal Daumen plus minus 2, vielleicht maximal 3 Wochen, wo es mal wirklich schön war, wo man sagen konnte, ey, man kann rausgehen, man kann was anschauen oder spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder was auch immer. Und im Vergleich, natürlich, es ist Südamerika, es ist ein tropisches Klima und so. In Paraguay haben wir 320 sonnige Tage oder zumindest schöne Tage. Im Vergleich zu Deutschland ist das natürlich auch so ein attraktiver Grund, Deutschland zu verlassen. Vor allem für alle, die es warm lieben und mögen, ist es erst recht ein Grund. Das Beste ist ja auch, dass wir in Deutschland mit sehr, sehr viele Regentage haben. Letztes Jahr 2023 hatten wir in Deutschland fast so viele Regentage wie in Irland. Und man muss ja dazu sagen, falls sich jemand nicht auskennt, Irland gilt mit zu den meisten Ländern, die den meisten Regen haben. Ja, mal jetzt den Amazonas und so Regenwald nicht mitgerechnet. Das heißt, letztes Jahr, das Jahr 2023, war sehr regnerisch. Und ich persönlich muss da sagen, statt Regen bevorzuge ich lieber eine schöne Sonne mit vielleicht 40 Grad oder 30 Grad, wo ich mich angenehm draußen hinsetzen kann und mein Käffchen oder mein Eis oder sonst was genießen kann. Also natürlich gibt es in Deutschland auch schönes Wetter, ich sag's nicht, also gibt es auch, aber es ist selten. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, boah, das geht mir auch ordentlich auf die Nerven. Und das führt dann die ganzen Punkte, quasi alles, was ich im vorherigen Video erzählt habe, alles, was ich jetzt erzählt habe, also die ganzen Punkte, alles zusammensummiert, führen dazu, dass man sich darüber Gedanken macht, auszuwandern, Deutschland zu verlassen, sich ein neues Land zu suchen. Weil grundsätzlich, glaube ich, wandert niemand aus, weil er sagt, ja, weißt du was, ich habe einfach Bock drauf. Es gibt immer Gründe und es ist nie ein Grund. Es sind in den meisten Fällen mehrere kleinere Gründe, die einen großen Grund ergeben. Was dann wiederum dazu führt, dass man sagt, ey, ich mache mir jetzt Gedanken, wohin ich auswandere und warum ich auswandere und natürlich auch, wann man auswandert. Deswegen, und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich diesen YouTube-Kanal mache, weil ich selber habe auch Paraguay durch YouTube gefunden. Ich habe es nicht einfach so gesagt, weißt du was, ich nehme Dartpfeil und schieße auf die Landkarte und schaue, wohin es mich führt. Nein, durch solche YouTube-Videos wie jetzt das hier, was mir ein bisschen was erklärt und so weiter, weil ich hatte viele Länder, Neuseeland, Australien, sonstiges, Indonesien, alles Mögliche tatsächlich, Philippinen. Aber Paraguay ist mir tatsächlich da mit am meisten ans Herz gegangen. Und deswegen finde ich das immer wichtig, dass es Leute gibt, die solche Videos machen und auch unterschiedliche. Das ist nämlich das Coole, weil man da sich, jeder macht eine andere Erfahrung. Und jeder erzählt dir einen anderen Blickwinkel. Und das ist nämlich das ganz Coole daran, dadurch, dass es viele Leute gibt, die YouTube-Videos machen, die dir erklären, welche Erfahrungen die gemacht haben, wie die es finden, was die für Vor- und Nachteile finden und so weiter,
ist der Vorteil dadurch, dass man sich ein eigenes Bild durch mehrere Videos, mehrere YouTube-Channels und sonstiges, kann man sich eigene, eine eigene Zusammenfassung von dem Land machen und sagen, ey, weißt du was? Das hört sich interessant für mich an. Ich informiere mich mal mehr darüber, oder du sagst, ey, das hört sich echt interessant an, ich fliege mal rüber und schaue mir das mal erstmal für 2, 3, 4, 5, 6 Wochen selber mal an. Das ist dann auch ein guter Grund. Also, dann schließen wir das Video mal so ab. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr jetzt das Video angeschaut habt. Ich grüße meine Schwester, sie wollte es nämlich unbedingt. Und ja, schaut gerne bei meinem guten Kollegen Paraguay TV vorbei. Ist dann auch verlinkt. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann nächsten Sonntag beim nächsten Video um 18 Uhr. Also dann, ciao.